Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer zur nächsten Episode vom Bibelquiz. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir euch den zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther aus dem Neuen Testament mitgebracht. Lukas, wann hat Paulus diesen Brief denn verfasst? Ja, der Apostel Paulus hat den zweiten Brief an die Korinther zwischen um 55 nach Christus geschrieben und ist in 13 Kapitel unterteilt. Das liegt ja gar nicht so ganz weit auseinander mit dem ersten. Warum hat er denn sofort den zweiten hinterhergeschrieben? Ja, genau. Es gibt die Umstände dieses zweiten Briefes sind sehr interessant, muss ich auch von vornherein sagen. Nachdem Paulus den ersten Korintherbrief geschrieben und abgeschickt hatte er eine Rückmeldung aus Korinth erwartet, wie immer. So. Aber leider ist diese Rückmeldung nicht rechtzeitig gekommen. So, aus verschiedenen Gründen konnte Titus, sein Bote, Titus, ein Schüler von Paulus, wie sie vereinbart hatten, mit den Nachrichten aus Korinth nicht rechtzeitig zurückkehren. So, dieser Umstand beunruhigte Paulus sehr. Das ist normalerweise so, ist das für uns auch die gleiche. Ne? Paulus hat diese Gemeinde in Korinth gegründet und er wollte genau wissen, ob dort alles gut läuft. Zum Schluss hat Paulus seinen Schüler Titus in Mazedonien getroffen, der ihm eine gute Nachricht aus Korinth mitgeteilt. Ja. Doch noch angekommen. Ja, angekommen. Ja. Was kannst du uns sonst noch zu diesem Brief erzählen? Genau, der zweite Brief des Paulus ist an mehrere Gemeinden gerichtet. Zum einen an die christliche Gemeinde in Korinth und zum anderen an die Gemeinden in Achaia gerichtet. Das Buch beginnt mit einer Vorstellung von Paulus. Kapitel 1,1, dort lesen wir: Paulus, durch Gottes Willen Apostel Christi Jesu und der Bruder Timotheus an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, und an alle Heiligen in ganz Achaia. Nach dieser Angabe können wir auch festlegen, dass Paulus, der Verfasser, und Timotheus, sein Schüler oder Jünger, kann man sagen, der Mitverfasser dieses Buches ist. Hatte der zweite Brief denn ein ähnliches Anliegen? Ja, das Ziel des zweiten Briefes war anders als der des ersten Briefes. Sein Schüler Titus informierte ihn darüber, dass in Korinth wieder alles gut läuft, ganz normal. Außerdem hat er Paulus über eine neue Gefahr für die Gemeinde informiert. Einige jüdische Lehrer, die aus Jerusalem nach Korinth gekommen waren, stellten das Apostelamt des Paulus in Frage und lehrten das Evangelium anders, als Paulus es der Gemeinde beigebracht hat. Sie brachten unter den Gläubigen große Spaltung. Deswegen schrieb Paulus diesen zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth. War das sein einziges Anliegen? Ja, nein, so kann man sagen. In seinem zweiten Brief an die Korinther drückte Paulus auch seine Freude und Erleichterung darüber aus, dass die Korinther seinen ersten Brief mit Freude aufgenommen haben. Dann erklärte er, warum sein Besuch in Korinth verzögert wurde. So geht es weiter. Ne? Ja.
Warum kämpft er um die Gemeinde oder den Glauben der Korinther und berichtet sogar über seinen eigenen Leidensweg oder das Leben, was er mitgemacht hat? Genau. Deswegen. Dieser Brief ist etwas anders als andere Briefe des Apostels Paulus. In diesem Brief finden wir vieles. Eines wollen wir sagen hier. Im Brief 2. Korintherbrief Kapitel 11, Versen 24 bis 25, dort lesen wir. Paulus argumentiert und legte fest: 5-mal erhielt ich von Juden die 39 Hiebe, 3-mal wurde ich ausgespeist, 1-mal gesteinigt, 3-mal erlitt ich Schiffbruch, eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Dadurch verteidigte Apostel Paulus sein Amt und stellte fest, ich bin wie Petrus oder Johannes, ich bin auch ein Apostel Christi. Ich leide wegen des Glaubens. So, das war seine Überzeugung mit dem Glauben. Und er ist trotzdem dabei. Ja, genau, so ist es. Was lässt sich denn thematisch zu dem Brief sagen oder wie kann man ihn gliedern? Ja, genau, dieses Buch habe ich ja schon gesagt, ganz interessant. Und der 2. Korintherbrief wie folgt gliedern von Leiden und Trost des Apostels zu Beginn. Und dann sehen wir auch seine Worte über Herrlichkeit und Not des Aposteldienstes, den Aufruf zur Sammlung für Jerusalem, das ist Kollekte, ne? Genau wie wir immer sonntags oder samstags machen, Kollekte. Zurückweisung von Angriffen gegen den Apostel oder Ankündigung eines neuen Besuchs. Paulus hat 4-mal die Gemeinde in Korinth besucht. Und hier sagt er 2. oder 3. Besuch. Und dann Lebensregelungen der Gemeinschaft. Wie soll eine Gemeinschaft weitergehen oder gestaltet werden? Und dann Schlusswort und Segenswunsch. Das sind eigentlich der Inhalt dieses Buches. Dann möchte ich euch nun aus dem 3. Kapitel die Verse 4 bis 18 vorlesen. Wir haben durch Christus so großes Vertrauen zu Gott. Doch sind wir dazu nicht von uns aus fähig, als ob wir uns selbst etwas zuschreiben könnten. Unsere Befähigung stammt vielmehr von Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst, der zum Tod führt und dessen Buchstaben in Stein gemeißelt waren, so herrlich war, dass die Israeliten das Gesicht des Mose nicht anschauen konnten, weil es seine Herrlichkeit ausstrahlte, die doch verängstigt war. Wie sollte da der Dienst des Geistes nicht viel herrlicher sein? Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führt, herrlich war, so wird der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, noch viel herrlicher sein. Eigentlich kann von Herrlichkeit in jenem Fall gar nicht die Rede sein, wo das Verherrlichte vor der größeren Herrlichkeit verblasst. Wenn nämlich schon das Vergängliche in Herrlichkeit erschien, die Herrlichkeit des Belebenden wird es überstrahlen. Weil wir eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großem Freimut auf, nicht wie Mose, der über sein Gesicht eine Hülle legte, damit die Israeliten das Verblassen des Glanzes nicht sahen, doch ihr Denken wurde verhärtet. Bis zum heutigen Tag liegt die gleiche Hülle auf dem alten Bund, wenn daraus vorgelesen wird, und es bleibt verhüllt, dass er in Christus ein Ende nimmt. Bis heute liegt die Hülle auf ihrem Herzen, wenn Mose vorgelesen wird. Sobald sich aber einer dem Herrn zuwendet, wird die Hülle entfernt.
Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Nun die Frage. Ja, genau. Ich möchte Folgendes wissen. Im Text heißt es, bis zum heutigen Tag liegt die gleiche Hülle auf dem alten Bund. Über den alten Bund haben wir oft diskutiert, mehrfach haben wir diskutiert. Was bedeutet eigentlich der alte Bund? Was ist das eigentlich? Ihr könntet in kurzen Worten beschreiben, ein paar Wörter, mehr braucht ihr auch nicht. Und ihr könntet auch wie immer bis morgen 13 Uhr mir zusenden, dann gucken wir, wer der Gewinner oder Tagessieger. Nun fehlt natürlich noch zu guter Letzt die Auslösung von gestern. Wir wollten wissen, woher folgende Einsatzworte zur heiligen Messe herstammen. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Löst du die Frage bitte auf, Ja, Leute? genau. Ja, sicher, auf jeden Fall. Diese Worte kennen wir alle. Ihren Ursprung haben sie in der Abendmahlfeier am Gründonnerstag. Und wer hat dir die richtige Antwort zugeschickt? Da haben mehrere Leute richtig geantwortet. Ja. Und ja, genau. Und der Tagessieger dieses Mal ist Anton Kassens. Dann sagen wir natürlich ganz herzlichen Glückwunsch zum Tagessieg, Anton. Und verabschieden uns auch schon an dieser Stelle von euch. Genießt den restlichen Abend, die Sonne scheint noch und es wäre schön, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.